Diesen Sommer haben wir so einige Poolroboter getestet. Was sie alles so drauf haben und ob sie ihr Geld wert sind, erfährt ihr in diesem Video. Zum Testen haben wir diesen Pool verwendet. Das ist ein 7 Meter langer und 3,5 Meter breiter Pool, der eine Tiefe von 1,50 Meter hat. Hier sieht man eine Plattform. Das ist quasi eine Bank, auf der man drauf sitzen kann. Und darunter befindet sich wiederum eine Rolle, die zum Schutz des Wassers ausgefahren werden kann. Und das stellt ein großes Hindernis für die meisten Poolroboter dar, weswegen wir einen Härtetest in Sachen Hinderniserkennung machen konnten. Außerdem haben wir die Poolroboter in folgende Kategorien eingeteilt. Darunter sind 5 Modelle. Und es gibt einmal den Testsieger, der ist für alle, die einfach eine automatisierte Poolreinigung wollen, mit allen Features, mit allen Komfortfunktionen. Dann gibt es den Preis-Leistungssieger, der ist super gut und verhältnismäßig günstig für das, was er kann. Und dann gibt es noch eine günstige Alternative, die vielleicht nur den Boden reinigt, aber dafür unter 200 € kostet. Außerdem haben wir noch 2 andere Top-Modelle. Das ist einmal eines, das eine UV-beständige Beschichtung hat, wodurch der Poolroboter auch mal draußen stehen kann. Und dann gibt es noch eins, das kann unter Wasser gesteuert werden mit Hilfe von einer LiFi-Fernbedienung, also mit Licht. Die Geräte haben wir übrigens kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von den Herstellern. Das beeinflusst unsere Bewertung der Geräte aber nicht. Wer mehr Details zu den einzelnen Geräten braucht, wird außerdem auf unserer Seite homeandsmart.de fündig. Dort haben wir detaillierte Artikel zu jedem Poolroboter. Der iPaScuba SE ist unsere günstige Alternative unter 200 €. Er hat eine Akkulaufzeit von 1,5 Stunden und konzentriert sich in dieser Zeit nur auf den Poolboden. Das macht er sehr zuverlässig. Allerdings besitzt er kleine Räder anstatt Ketten und kann deswegen Hindernisse wie zum Beispiel Falten in der Poolfolie nicht so gut überwinden. Der Boden sollte also möglichst glatt sein. Aufgrund der begrenzten Akkulaufzeit ist er außerdem eher für kompakte Becken geeignet. Aber für jeden, der einfach nur einen sauberen Boden haben will und einen recht einfachen Poolboden besitzt, für den wird das richtige Gerät sein. Ein großer Vorteil von iPaScuba SE ist, dass er einfach nur einen einzigen Knopf besitzt, mit dem man ihn an- und ausschaltet, dank dem die Nutzerfreundlichkeit einfach hochgeschraubt wird, weil man nicht so viel konfigurieren muss. Unsere günstige Alternative ist außerdem super klein und kompakt. Man kann ihn mit einer Hand hochheben und auch gut verstauen. In unserem Test bekam der iPaScuba SE gute 87 von 100 Punkten. Der iPaScuba S1 ist unser Preis-Leistungssieger. Im Gegensatz zum iPaScuba SE kommt er mit Kettenraupen und kann sogar die Poolwände und die Wasserlinie reinigen neben dem Poolboden und natürlich auch die Hindernisse besser überwinden. Er hatte keine App, als wir ihn getestet haben, aber das 2025er Update hat eine App. In unserem Test war er 2024 noch Testsieger. Auch er wird nur über eine einzige Taste gesteuert und ist damit super nutzerfreundlich. Hier kann man nicht nur einschalten, sondern auch den Modus wechseln. Er ist für mittelgroße Pools gut geeignet, laut dem Hersteller für bis zu 150 Quadratmeter und er bringt eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden mit. Der iPaScuba S1 ist der richtige Poolroboter für alle, die sagen, es soll einfach und intuitiv und nutzerfreundlich sein und gleichzeitig ein günstiger Preis. In unserem Test bekam er gute 90 von 100 Punkten und wurde damit Preis-Leistungssieger. Mit 600 € um einiges günstiger als die Premium-Modelle, aber bringt trotzdem die Reinigung von mehreren Flächen mit. Was an ihm auch toll ist, ist der große Filterkorb. Der ist nämlich um einiges größer als bei den meisten Modellen. Der AquaSense 2 von Beatbot ist ein absolutes Top-Modell und ein Allrounder in der Poolreinigung. Er reinigt Boden, Wände und Wasserlinie und parkt sogar am Ende intelligent an der Oberfläche, damit man ihn einfach mit der Hand rausziehen kann, anstatt mit dem Haken, der bei allen Poolrobotern mitgeliefert wird. Sein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist aber die UV-resistente Beschichtung. Und zwar sollte man Poolroboter eigentlich nicht draußen in der Sonne stehen lassen, weil das Plastik rissig wird oder ausbleicht und den Poolroboter beschädigen kann. Er hat jetzt aber so eine ähnliche Beschichtung wie ein PKW. Der Beatbot AquaSense 2 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 4 Stunden und er hat eine sehr gute Navigation gehabt. Allerdings hat er im Test gezeigt, dass er nicht alle Hindernisse erkennt. Also manchmal hat er so ein bisschen ignoriert, wenn ein Griff im Wasser war oder sowas. Was aber sehr gut war, trotz seiner Größe war der AquaSense 2 aber super wendig. Also er blieb nicht mal unter unserer Poolplattform hängen und er kann rückwärts fahren. Außerdem haben wir ihn auch in unserem engen Becken getestet, das nur eine Breite von ungefähr 50 cm hat. Selbst darin konnte er wenden. Die Reinigung war super gründlich. Auch er verfügt über einen Raupenkettenantrieb.
Außerdem als einziger Poolroboter in unseren Tests über solche Führungsräder, die ihn an der Wand entlang führen und durch die er auch so ein bisschen näher an Ecken kommt. Und auch er hat hier die tollen PVC-Bürsten, und zwar auf beiden Seiten, also vorne und hinten. Von all unseren Poolrobotern wirkt er auch mit am hochwertigsten. Das liegt einerseits natürlich an dieser Beschichtung, aber andererseits lässt sich auch alles super einfach öffnen. Der Filterkorb klemmt überhaupt nicht beim Rausnehmen. Das Reinigen war super einfach und auch diese Beschichtung von dem Filter selbst ist super smooth und sehr kleinmaschig. Gerade für Leute, die das irgendwie öfter vergessen, den Poolroboter reinzuholen und die aber sich einen langlebigen Poolroboter sichern wollen trotzdem, die werden hier fündig. Er kostet so um die 1.500 € und bringt außerdem auch noch eine Ladestation mit der er jederzeit aufgeladen werden kann und die einen flexiblen Gebrauch ermöglicht, ohne dass der Poolroboter ständig leer wäre. In unserem Test erhielt der Beatbot 94 von 100 Punkten. Das liegt einerseits daran, dass er einfach ein Allround-Gerät ist. Das Einzige, was ihm gegen unseren Testsieger verlieren lässt, ist eigentlich, dass er nicht die Wasseroberfläche reinigt. Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie. Wer eine präzise Steuerung des Poolroboters bevorzugt, sollte zum Dreamy Z1 Pro greifen. Der ermöglicht nämlich eine Echtzeitsteuerung unter Wasser mit Hilfe einer Li-Fi-Fernbedienung. Das heißt, die Fernbedienung wird auf den Roboter gerichtet und kann ihn so dazu bringen, dass er zu einer bestimmten Stelle fährt oder auch, dass er einen Bereich reinigt, und er kann sogar zurückgerufen werden. Er klettert dann die Wand hoch und wartet darauf, dass man ihn abholt. Dazu muss man ihn dann einfach nur an dem Griff nach oben ziehen. Das lässt schon erahnen, was der Dreamy Z1 Pro alles kann. Der kann nämlich Boden, Wände und Wasserlinie reinigen. Und selbst wenn man die Fernbedienung nicht benutzt oder nicht benutzen möchte oder wenn der Akku mal leer sein sollte, parkt er am Ende auch selbstständig an dem Wasserrand und wartet auf eine Abholung. Neben der Steuerung per Fernbedienung hat der Dreamy Z1 Pro auch die Möglichkeit, per App gesteuert zu werden. Aber das App-Signal bringt halt eben nicht durch Wasser, darum braucht man diese Lichtsignale. Außerdem können die Modi auch am Gerät eingestellt werden. Das ist dann die einfachste Art, ihn zu steuern, weil das einfach sehr übersichtlich und nutzerfreundlich ist. In der App gibt es einige Funktionen, in der einerseits eingestellt werden kann, was für einen Pool man hat. Da wird eine Poolkarte angelegt. Das bringt dem Roboter zwar nichts für die Navigation unter Wasser, aber man kann einstellen, an welcher Seite des Pools der Roboter parkt. Und hier an diesem Pool wollen wir natürlich immer, dass er hier auf der gemauerten Seite parkt, damit man ihn auch rausholen kann. Weil an diesen Infinity-Rändern, da kann man nicht draußen stehen und an dieser Bank würde er hängen bleiben. Dann kann man Reinigungseinstellungen vornehmen. Das sind aber auch dieselben, die am Roboter stattfinden. Es können auch Routinereinigungen eingestellt werden und ein Labormodus, in dem es nochmal ein paar Einstellungen mehr gibt. Der Dreamy Z1 Pro hat eine Akkulaufzeit von 3 bis 5 Stunden, je nach Modus. Und er hat einen relativ großen Filterkorb, der mit einem Knopfdruck geöffnet werden kann und der super easy zu reinigen ist. Ein kleiner Nachteil an ihm, er ist ja recht groß und das ist bei den anderen Top-Modellen in unserem Vergleich zwar kein Problem gewesen mit dieser Plattform hier vorne, aber bei ihm ist es nun so, dass er nicht ganz so wendig ist. Zum Beispiel, wenn er wendet, dann macht er immer einen U-Turn, anstatt rückwärts zu fahren. Und dafür braucht er natürlich ein bisschen mehr Platz. Deswegen würden wir ihn eher empfehlen, wenn ein Pool besonders übersichtlich ist. Trotzdem verfügt er über Raupenketten und kann Hindernisse sehr gut überwinden. Er verfügt als einziger der Top-Modelle über 1.000 € nicht über eine Ladestation, aber trotzdem findet das Laden super flexibel statt und er ist immer einsatzbereit, weil er diese besonderen Ladeflächen hat, die einfach nur abgewischt werden müssen, wenn sie nass sein sollten, und die dann jederzeit aufgeladen werden können. Die vielen Vor- und Nachteile des Dreamy Z1 Pro haben im Test nun zu 90 von 100 Punkten geführt. Das ist schon ein sehr gutes Ergebnis und wird für einen Preis von 1.000 € wahrscheinlich ein sehr guter Poolroboter für einige von euch sein. Jetzt gehen wir weiter zu unserem nächsten Modell und das wird auch viele von euch überraschen. Der iPaScuba X1 Pro Max ist nicht nur unser Testsieger, sondern ein absolutes All-in-One-Gerät. Das bedeutet, er reinigt vollautomatisch und intelligent den Boden, die Wände, die Wasserlinie
und sogar die Wasseroberfläche. Und damit ist er auch das einzige Gerät in unserem Test, welches das macht. Allerdings kostet er auch um die 2000 €. Er kommt mit vielen Funktionen und in unserem Test zeigte er, dass er alles perfekt reinigt. Man sieht jetzt, dass er besonders groß ist. Er wiegt sogar 15 Kilo, aber auch er parkt intelligent an der Oberfläche, sodass man ihn nur noch rausziehen muss. Und obwohl er so groß ist, konnte er in unserem Pool perfekt wenden. Der iPaScuba X1 Pro Max reinigt neben Boden, Wand und Wasserlinie auch die Wasseroberfläche. Das macht er richtig gründlich. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 12 Stunden, je nach Modus. Diese 12 Stunden kommen daher, dass die Wasseroberflächenreinigung einfach nicht so energieaufwendig ist für einen Poolroboter. Und er ist jederzeit einsatzbereit, weil er eine Ladestation zum kabellosen Laden mitbringt. Auf der steht er gerade drauf. Die Navigation zeigte sich in unserem Test als einwandfrei. Wenn er gegen ein Hindernis stößt, dann merkt er sich das für die nächste Runde und fährt dann daran vorbei. Das hat man in unserem Test zum Beispiel gut daran gesehen, dass er bei der Wasseroberflächenreinigung zuerst gegen die Treppe fuhr und dann beim nächsten Mal diese Treppe komplett umrunden konnte, ohne dass das nochmal passieren musste. Und in der App zeigt er Reinigungsprotokolle, bei denen sogar die Karte mitgezeichnet wird. Außerdem war er trotz seiner Größe super wendig in unserem Test. Er hatte keine Probleme mit unserer Plattform und erkannte diese auch rechtzeitig. Das liegt daran, dass er 40 Sensoren besitzt, mit deren Hilfe er navigieren kann. Und das merkt man auch tatsächlich im Gegensatz zu günstigeren Poolrobotern. Er hat einen großen Filterkorb, der sogar auswechselbare Filter hier an den Seiten hat. Also meistens muss man den ganzen Korb austauschen. Aber hier ist es nun so, dass man einfach Einzelteile austauschen kann. Und mitgeliefert wird sogar ein Micromesh-Filter, der sich besonders eignet, wenn man kleine Teile wie zum Beispiel Sand aus dem Wasser nehmen will. Die Steuerung erfolgt einmal über die Tasten am Gerät, die auch super übersichtlich angeordnet sind, und natürlich über die App. Genau, in der App kann man alles einstellen, was man so braucht. Also hier gibt es einmal unzählige Modi zur Reinigung der Oberflächen, die Wasseroberflächenreinigung, und der Hero-Modus bedeutet, dass alles gereinigt wird. Die Reihenfolge ist dann Boden, Wand, Wasserlinie und anschließend die Wasseroberfläche. Dann kann man auch einen Reinigungsplan erstellen. Das ist vor allem nützlich, wenn man beispielsweise mehrere Tage weg ist und will, dass der Pool währenddessen gepflegt wird. Der iPaScuba X1 Pro Max hat unglaubliche 99 Punkte von 100 in unserem Test erreicht. Er hat selbst in unserem kleinen Pool mit den komplexen Ecken keine Probleme gehabt. Trotz seiner Größe. Das Einzige, was man bemängeln könnte, er wiegt halt eben 15 Kilogramm. Das ist für einige Menschen trotzdem schwer aus dem Wasser zu heben. Und natürlich den wirklich hohen Preis, der aber einem High-End-Modell ehrlich gesagt auch einfach angemessen ist. Genau, das war unser Testsieger. Und für alle weiteren Informationen guckt gerne auf unsere Website haumandsmart.de. Das waren die Top-Poolroboter aus unserem Vergleich. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welchen Poolroboter ihr euch geholt habt und ob ihr zufrieden seid. Und sagt uns auch gerne Bescheid, wenn ihr Videos zu den einzelnen Modellen haben möchtet. Und wer jetzt noch nicht genug hat, kann auch noch unser Saugroboter-Video über die besten Modelle 2025 gucken.